Heute reden wir von der zielgerichteten Therapie von Lungenkrebs, und zwar vom Non-Small Cell Lung Cancer, vom nicht kleinzelligen Lungenkrebs. Ich habe mir vorgenommen, in diesem Video 3 Aspekte zu beleuchten. Erstens natürlich die klassische zielgerichtete Therapie. Was können wir von Anfang an therapeutisch machen? Dann zweitens, und das ist ein bisschen neu, was können wir für spätere Therapielinien machen, wenn es noch keine Sequenztherapien gibt? Und drittens, last but not least, natürlich einen kleinen Ausblick, wo meiner Meinung nach die Reise in den nächsten paar Jahren hingehen wird. Mein Name ist Matthias Scheffler, ich bin Onkologe mit dem Schwerpunkt zielgerichtete Therapie von Lungenkrebs. Und wenn Sie in den letzten Jahren eventuell einen meiner Vorträge mal gehört haben oder mitbekommen haben, werden Sie sehen, dass ich da in erster Linie diese Minions gezeigt hatte. Das sollte damals so ein bisschen hinführen zu den Entwicklungen, die Lungenkrebs über die vergangenen Jahre, Jahrzehnte eingenommen hatte. Und der ein oder andere missgünstige Kollege warf mir damals vor, nee, das ist ja unseriös. Und mittlerweile bin ich da durchaus geläutert. Ich sehe das mittlerweile nämlich auch als unseriös an. Aber nicht, weil ich in diesem Beispiel Minions verwende. Die finde ich immer noch super und finde, treffen das Bild auch ganz gut. Ich nehme sie hier mal raus. Sondern weil wir uns erdreistet hatten, EGFR-Mutation, ALK-positiv, BRAF-V600X und ROS1-positiv einfach in einen Sack zu packen. Mit der Begründung, das sind alles aktivierende Mutationen, das wird schon irgendwie alles gleich sein. In diesem Video möchte ich aber speziell nochmal auf die Unterschiede der Mutationen eingehen. Also es wird kein Video, wo wir uns verschiedene Medikamente genau angucken, sondern wirklich verschiedene Targets, verschiedene therapeutische Ziele. Und da versuche ich Ihnen ein bisschen die Unterschiede herauszuarbeiten. So oder so werden Sie natürlich sehen, dass die zielgerichtete Therapie der konventionellen Therapie von Lungenkrebs turmhoch überlegen ist. Fangen wir erstmal mit den Mutationen generell an. Dazu haben wir auch ein paar Videos auf diesem Kanal. Es gibt große Mutationen, also die große Abschnitte des Chromosoms zum Beispiel verändern, wie die Rearrangements oder Schrägstrich-Fusionen oder auch die Amplifikation. Da sind wirklich sehr, sehr viele Basen betroffen. Das sind die sogenannten Large-Scale Mutations. Demgegenüber kann eine Mutation aber auch so klein daherkommen, dass lediglich ein Basenaustausch geschehen ist, sogenannte Punktmutation oder Substitution. Dazu gehören auch die Insertion oder Deletion, die mal mehr, mal weniger Basenpaare beinhalten. Und das ist hier, meine ich, schon mal ganz wichtig zu unterscheiden. Wir haben auf der einen Seite ganz große genetische Veränderungen, Large-Scale Mutations, auf der anderen Seite relativ kleine, dezente Veränderungen. Small-Scale Mutations. Und dann müssen wir auch noch mal in die Zelle gehen. Wir reden immer schön von den TKIs, von den Tyrosinkinase-Inhibitoren. Das trifft auch in den allermeisten Fällen wirklich zu. In den allermeisten Fällen haben wir Tyrosinkinasen, die wir therapieren wollen. Aber wir haben eben nicht nur die Tyrosinkinasen. Wir haben auch eine GTPase, das ist namentlich KRAS. Wir haben ganz viele Serien-Threonin-Kinasen oder STKs, vielleicht die bekannteste neben BRAF und MAP2K1, STK11. Serien-Threonin-Kinase 11 oder neudeutsch STK11. Wir haben auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen komplexere Sachen wie die Phosphatidylinositol-Kinasen, PIK3CA. Und mTOR ist auch nochmal eine andere Geschichte, auf die ich jetzt gar nicht so groß eingehen will. Was ich Ihnen nur zeigen möchte, biochemisch sind das durchaus komplett unterschiedliche Targets, die wir hier angehen. Und dann müssen Sie sich vorstellen, die liegen ja nicht alle schön an der Zelloberfläche, sondern die können ja auch in der Zelle liegen. Und da können Sie sich natürlich das vorstellen, dass das mehr oder weniger ein wilder Dschungel ist, durch den sich da womöglich ein Molekül, eine Medikation durchkämpfen muss, um das Target zu erreichen. Ich habe aus all dem, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, mal versucht, ein Modell zu machen. Und wir gehen heute mal gemeinsam durch, ob sich dieses Modell mehr oder weniger hält oder ob ich da komplett falsch liege. Dazu starten wir mit so einem Diagramm. Und nach oben und nach unten hatte ich ähnlich wie in dem Bild mit den Small- und Large-Scale Mutations genau das gleiche aufgetragen. Umso weiter wir nach oben gucken, umso größer ist die Veränderung am gesamten Chromosom. Umso weiter wir nach unten gucken, umso kleiner sind die rein genetischen Veränderungen. Also alternativ könnte man hier auch sagen, oben Large-Scale Mutations, unten Small-Scale Mutations. Dann habe ich auf die X-Achse nach rechts gepackt die Tyrosinkinasen und nach links alles, was so ein bisschen mehr in der Zelle ist. Die Serien-Threonin-Kinasen und die GTPase. Ich habe Ihnen auch daneben geschrieben, die sind tiefer in der Zelle, während die Tyrosinkinasen in der Regel Rezeptor-Tyrosinkinasen sind und oberflächlicher an der Zelle sind. Und das sind die Kandidaten, die wir bislang haben. Das ist jetzt Stand 2023 an Zulassung in Deutschland für NSCLC mit eben diesen
Treibermutation. Und Sie sehen, da haben wir links unten KRAS G12C, also eine Punktmutation, die nicht in der Kinase liegt. Daneben haben wir BRAF V600, kann ich vielleicht einfacher sagen, E, kann auch noch andere Formen haben. Das ist ebenfalls eine Punktmutation, diesmal von der Serine-Threonin-Kinase. Rechts die etwas älteren Bekannten um EGFR und mittlerweile auch HER2. KM sind die Kinase-Mutationen, Exon 20 Insertionen sind die Exon 20 Mutation. Und die habe ich bewusst ein bisschen höher gemacht als die Kinase-Mutation, weil da ja mehr Basen betroffen sind. Und noch ein Touch mehr Basen sind bei der EGFR-Deletion 19 betroffen. Das sind in der Regel 5 Basen, die dort ausfallen, also dementsprechend ein bisschen höher angesiedelt. Und ganz oben im rechts oberen Quadranten sehen Sie dann ROS1 und ALK. Dazu haben sich gesellt RET und NTRK und eben auch eine neue Form der Mutation, die MET Exon 14 Skipping-Mutation. Machen wir natürlich noch ein Video zu, ist nochmal eine ganz andere Sache. Was man aber auf jeden Fall hier auch nochmal als Parameter hinzunehmen kann, ist, dass bei den rechts oben die Kinase unverändert ist. Es ist exakt die gleiche Kinase, die Sie auch haben, wenn Sie eben keine Fusion oder kein Exon 14 Skipping haben. Demgegenüber natürlich wieder die Punktmutationen oder die Mutationen, die wirklich strukturell in die Kinasen eingreifen. Das sind die, die in den unteren beiden Quadranten anzusiedeln sind. Dann wird immer von den Häufigkeiten gesprochen. Ich weiß noch, wie man am Anfang fast angefeindet worden ist, als man gesagt hat, man macht zielgerichtete Therapie und es hieß, na ja, davon profitieren ja vielleicht 10% der Lungenkrebspatienten. Da muss man jetzt ähnlich wie damals deutlich widersprechen. Gucken wir uns das mal an. Das sind für die einzelnen Mutationen natürlich kleine Prozentwerte, wenn wir KRAS G12C mal rausnehmen. Aber wenn Sie das summieren, kommen Sie locker über 40% und an die 50%. Dass das so schnell geht, von vor ein paar Jahren 10, 11, 12% der Patienten bis jetzt fast die Hälfte der Patienten, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Wir kommen ja gleich noch zum Ausblick. Da ist auch kein Ende absehbar, glücklicherweise. Warum aber jetzt dieses Modell? In meiner Vorstellung war es so, dass es im oberen linken Quadranten, wo wir auch bislang keine zielgerichtete Therapie anwenden können, da wahrscheinlich schwierig haben, effektiv zu arbeiten. Darunter könnte man sich vorstellen, ist besser möglich, aber vielleicht auch ein bisschen schwieriger als zum Beispiel rechts daneben. Und natürlich nochmal eine Ecke schwieriger als das, was wir rechts oben haben. Also Sie sehen hier eine Ampelfarbgebung von links oben gegen den Uhrzeigersinn nach rechts oben laufen. Und meine Hypothese war, dass man das womöglich in verschiedenen klinischen Parametern aus den klinischen Studien zu diesen jeweiligen Therapien ableiten kann. Gucken wir uns zusammen an. Wichtig aber auch hier nochmal, das hatte ich auch im ALK-Video ein bisschen ausführlicher gezeigt, ich werde Ihnen gleich mediane progressionsfreie Überleben angeben. Progressionsfrei Überleben, weil ich da finde, am besten ableiten kann, wie gut eine typische, spezifische Therapie wirklich wird. Da spielen die anderen Therapielinien, die man womöglich sonst gehen kann, erstmal keine große Rolle. Und im ALK-Video hatten wir ja gesagt, als Beispiel, dort noch ein bisschen ausführlicher gemacht, nehmen wir eine 4-köpfige Familie an, 3 Familienmitglieder haben 1.000 € Kapital und es kommt die reiche Tante aus Marokko, die hat 13.000 Kapital. Dann wollen wir nicht den Mittelwert bilden, das wären 4.000 €, sondern wir wollen den Median, der Wert, der zwischen weniger und mehr genau teilt, bestimmen. Und das sind in dem Fall 1.000 €. Der Median ist aber auch für die Patienten von enormer Wichtigkeit, weil der Median keine individuellen Rückschlüsse zulässt. Stellen Sie sich einfach mal vor, die ganz linke Person mit den 1.000 € hätte nur 2 €. Oder stellen Sie sich vor, die reiche Tante aus Marokko ist noch eine viel reichere Tante aus Marokko, die gerade Twitter gekauft hat oder irgendwie was und hätte 60 Milliarden €. In beiden Fällen ist der Median nicht beeinflusst und immer noch bei 1.000 €. Und was ich Ihnen damit natürlich sagen will, man weiß nicht, trotz dieser Zahlenwerte, ob man eher bei den 2 € landet oder ob man eher bei den 60 Milliarden landet. Ich bin Berufsoptimist, ich würde immer von den 60 Milliarden ausgehen natürlich, aber das ist durch die Angabe des Medians nicht abgedeckt. Deswegen werden wir, wenn wir uns gleich die Zahlen konkret angucken, auch nicht sagen können, die eine Mutation ist besser zielgerichtet zu therapieren als die anderen. Es ist lediglich ein Parameter, das progressionsfreie Überleben, was uns Rückschlüsse über die Kombination Ziel und Wirksamkeit der Therapie gibt. Und ich habe die Ansprechrate auch noch mit hinzugenommen, die uns sagt, in wie viel Prozent der Patienten unter Therapie das kleiner wird. Und ich habe Ihnen
das mal aufgezeichnet. Ich hatte auf der Hinfahrt zum DGHO-Jahreskongress in Wien dieses Jahr oder letztes Jahr einen Zug in Frankfurt Flughafen verpennt. Und die Züge nach Wien, die fahren alle 2 Stunden. Ergo hatte ich 2 Stunden Zeit, mich im Flughafen ein bisschen umzutreiben und mich hinzusetzen, mir einen Kaffee zu gönnen und nochmal eine komplett neue Präsentation zu machen. Und da kam ich auf die Idee, die ehrlich gesagt nicht von mir ist, sondern die ich bei sehr vielen europäischen Kollegen schon gesehen hatte. Ich könnte ja einfach mal für die verschiedenen Therapien und die verschiedenen Targets auflisten. Auf der einen Achse, wie lang das progressionsfreie Überleben ist und auf der anderen Achse, wie hoch die jeweiligen Ansprechraten sind. Und was Sie hier sehen, eingetragen ist schon die Chemoimmuntherapie. Das sind die Daten von der Kombination Carboplatin, Pemetrexed, Pembrolizumab. In den Studien hat es bisher die besten klinischen Daten gegeben für nicht zielgerichtete Therapie. Und Sie sehen da ein progressionsfreies Überleben von knapp 9 Monaten und eine Ansprechrate von knapp unter 50%. Also das ist die Benchmark, an der wir uns orientieren. Und darüber sehen Sie ein paar Pünktchen. Das ist in der Tat unsere zielgerichtete Therapiewolke und das würde ich mal so darstellen, dass das wirklich ins Auge fällt. Die ist natürlich deutlich besser als die Standardtherapiefläche. Wir können uns das aber nochmal genauer angucken, nämlich die Wolke mal raus. Was haben wir hier denn bei der zielgerichteten Therapie in der Erstlinie? Wir haben eine deutlich überlegene Ansprechrate, RR ist die Response Rate von 60 bis 90%. Also in weitaus mehr als der Hälfte der Patienten kommt es durch die zielgerichtete Therapie erstmal zu einer Verkleinerung ihrer Tumormanifestation. Was wir auch haben, das sieht man so in der Breite, wir haben ein progressionsfreies Überleben von 10 bis 35 Monaten. Das ist ja eine relativ große Spanne, deswegen habe ich mir da die Freiheit erlaubt, das mal zu gruppieren. Wir haben einmal ein progressionsfreies Überleben, was zwischen 10 und 15 Monaten ist, einmal ein progressionsfreies Überleben, was zwischen 20 und 25 Monaten ist und dann diese beiden Ausreißer, die ganz rechts sind. Und da kann ich Ihnen jetzt schon sagen, da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Aber jetzt erstmal gucken, welche Therapien das sind. Hier nochmal mein Modell im Hinterkopf. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass wir ganz rechts am ehesten Fusionen sehen und ganz links am ehesten Punktmutationen. Gucken wir uns mal an. Von links nach rechts im ersten Balken haben wir die BRAF-Mutation, die MET exon 14 Skipping-Mutation und die EGFR L858R-Mutation. NTRK, und das wird das ganze Modell jetzt komplett zum Crashen bringen, ist ebenfalls in dieser Gruppe. Ich habe Ihnen aber ein kleines E dahinter gemacht. Das ist Anfangsbuchstabe eines Medikamentes. Sie müssen sich vorstellen, dass NTRK extrem selten ist. Und das heißt, die klinischen Studien, die es da gibt und die dann auch noch abzielen, speziell auf Lungenkrebs, NTRK kann in allen Krebsarten vorkommen, sind sehr niedrig und deswegen die Zahlen mit Vorsicht zu genießen. Also hier tummeln sich in der Tat zumindest 2 der Punktmutationen, die wir vorher besprochen haben. Warum ist KRAS G12C jetzt nicht dabei? Kommen wir nachher zu. In der Mitte haben wir, ich möchte mal sagen, ein paar der alten Bekannten. Wir haben ROS1, wo wir im Speziellen wissen, aber das Video steht ja auch noch aus, dass es da eine enorme Diskrepanz zwischen dem progressionsfreien Überleben und dem Gesamtüberleben geben kann. Wir haben die EGFR-Deletion 19 und wir haben die RET-Fusion. EGFR-Deletion 19 wurde zusammen mit der EGFR L858R in einer prospektiven Studie getestet und da war es so, dass die EGFR-Deletion 19 wirklich ein PFS, ein progressionsfreies Überleben von jenseits der 20 Monate, ich meine es waren 22 Monate hatte und die L858R-Punktmutation ein progressionsfreies Überleben von knapp 14 Monaten hatte. Und ganz rechts haben wir die sensationellen 35 Monate sowohl bei ALK als auch bei NTRK. Doch noch bei NTRK. NTRK hier in L, anderer Anfangsbuchstabe eines Medikamentes, also NTRK fällt doch in das Raster, was ich mir vorgestellt hätte. Wir haben ganz links als schwieriger therapierbar die Punktmutationen und rechts in den beiden Spalten in der Mitte und ganz rechts sehen wir ausnahmslos Tyrosinkinasen und da in überwiegender Mehrheit auch die Fusion. Da scheint das Modell ja zu halten. Zumindest, wenn ich NTRK in der linken Spalte ignoriere. Mit MET exon 14 Skipping-Mutation ist ein bisschen schwierig. Setzen wir aber jetzt nochmal alles in den Kontext. Wir haben also Stadium 4 NSCLC, Stadium 4 systemische Erkrankung, sollte systemisch therapiert werden. Und da habe ich vorausgesetzt, dass das allererste und das allerwichtigste wirklich ist, nach den Mutationen zu gucken, ob eine onkogene Aktivierung vorliegt, weil wir die mit dem, das ist falsch, das muss ich korrigieren, Inhibitoren, nicht zwingend Kinase-Inhibitoren, aber weil wir die zielgerichtet therapieren können. Wenn man hier nichts findet und nur dann, wenn man hier nichts findet,
ist es in meinen Augen legitim, nach rechts zu gucken. Und hier wird dann die PDL1-Bestimmung auf einmal relevant, weil wenn Sie PDL1 über 50% Expression haben, gibt es wenig harte Argumente, einen Einsatz der Chemotherapie zu befürworten. Während wenn sie unter 50%, 0 bis 49% letztlich sind, dann wird in erster Linie eine Kombination aus Chemotherapie und Immuntherapie propagiert. Also warum ich Ihnen das jetzt erzähle, weil ich Ihnen nochmal die Reihenfolge klar machen will. Als allererstes muss das onkogene Potenzial sozusagen untersucht werden. Man muss eine Testung machen, ob es da was gibt, was man therapeutisch angehen kann. Und erst im zweiten Schritt kann man die Überlegung haben, breiter oder agnostischer von mir aus zu therapieren mit Chemotherapie und Immuntherapie. Aber wenn Sie jetzt womöglich eine Substanz haben oder ein Target haben, von dem Sie entweder wissen, dass die Standardtherapie besonders gut funktioniert oder wo Sie davon ausgehen, dass die neue Medikation gar nicht so viel stärker als die Standardmedikation ist, dann liebäugeln Sie ja eher mit einem Einsatz in späteren Therapielinien. Und das habe ich Ihnen jetzt auch nochmal zusammengestellt. Ja, nicht erschrecken. Chemomonotherapie im metastasierten Stadium nach Vortherapie ist nach wie vor grottenschlecht. Da habe ich nur eine von gefühlt 2000 Arbeiten rausgepickt, wo eine spezielle Substanz der Komparator war, die in diese Substanz kommt. Und das ist schon eine gute Kohorte, die ich mir herausgepickt hatte, auf 4 Monaten progressionsfreies Überleben und auf 10% ansprechen. Also nur jeder 10. Patient, der diese Substanz bekommt, hat nochmal eine Verkleinerung des Tumors. Demgegenüber sehen Sie wieder ein Wölkchen, ein bisschen anders konfiguriert als gerade, aber auch wieder komplett weit weg. Da gibt es 0 Overlap. Es ist einfach deutlich besser, die zielgerichtete Therapie hier zu haben. Und hier können wir auch mal angucken, welche Parameter wir so haben. Wir haben in diesem Fall, würde ich mit einem PFS anfangen, progressionsfreies Überleben zwischen 5 und 11 Monaten. Das kann man hier natürlich auch wieder sagen, das ist eine weite Spanne und ist natürlich deutlich, deutlich schlechter als das, was wir in der Erstlinie haben. Wir diskutieren gleich, ob es sinnvoller ist, alle in die Erstlinie zu nehmen oder ob man das rechtfertigen kann, dass wir hier eher in die Zweitlinie oder spätere Therapielinie gehen. 5 bis 11 Monate ist trotzdem deutlich besser und bis zu doppelt so gut wie das, was wir an einem Chemotherapie-Komparator haben. Hier würde ich aber 2 Grüppchen wegen des Ansprechens bilden. Hier finde ich, auch wenn es da mit 2 Werten äußerst knapp zugeht, dass wir hier einmal Ansprechraten von 20 bis 40% haben und einmal Ansprechraten von über 40%, die sogar an den 70% knabbern. Also auch hier der Abstand ist wirklich enorm, den wir zum Standard haben. Wir haben in den 20 bis 40%, jetzt haben wir die KRAS G12C-Mutation und wir haben die beiden EGFR Exon 20 Insertionssubstanzen, die da eingesetzt werden. Das ist relativ kongruent, dass die so zwischen 20 und 40% Ansprechen haben. Wir haben bei denen oben die MET Exon 14 Skipping-Mutation, wir haben die HER2-Mutation und wir haben die BRAF-V600E. Und jetzt werden Sie eventuell sagen, Moment, die BRAF-V600E und die MET Exon 14 Skipping-Mutation, die hatten wir doch schon im Slide vorher, in der Abbildung vorher. Ich habe mal das Ansprechen pro Therapielinie aufgelistet. Das heißt, wie viel Prozent der Patienten, die keine Vorbehandlung hatten, hier grün als Therapie naiv, sprechen an und wie viel Prozent der vorbehandelten, also mutmaßlich mit dem Standard vorbehandelten Patienten, sprechen nach diesem Standard auch nochmal an. Und bei BRAF V600X ist das, wie ich finde, ein bisschen überraschend, gar kein Riesenunterschied. Die Ansprechrate ist sogar noch ein Touch höher bei den Patienten, die vortherapiert sind. Aber auch wieder kleine Zahlen, kann man nicht so auf das einzelne Prozent achten, muss man sagen, das ist schon sehr, sehr ähnlich. Worauf ich in diesem Video gar nicht eingehe, was ich eigentlich auch bringen müsste, ist natürlich, dass die Verträglichkeit der zielgerichteten Substanzen deutlich besser ist als das einer Chemotherapie. Das ist hier jetzt nicht abgebildet, also wenn wir hier sogar gleiche Ansprechraten hätten in Erst- und in Zweitlinie, ist es trotzdem ein Riesenunterschied, was ich in Erstlinie geben könnte, einfach von der, wie gesagt, Verträglichkeit. Bei MET Exon 14 Skipping sieht das aber drastisch anders aus. Hier sehen Sie, dass wir in der Erstlinie über 60, fast 70% Ansprechen haben. Es sind mehrere Substanzen erhältlich, also hochwirksam, kann man nicht anders sagen. Demgegenüber, wenn die Patienten vorbehandelt sind, rutscht das runter um fast 30 Prozentpunkte auf 40%. Also hier bei MET Exon 14 Skipping-Mutation scheint es enorm wichtig zu sein, dass das möglichst früh gegeben wird und nicht einer Standardtherapie angehängt wird.
Können uns aber auch das progressionsfreie Überleben natürlich angucken, diesmal in Monaten von 0 bis 14. Wenn ihr sagt, 5 bis 11 ist so der Standard bei zweit- oder späteren Therapielinien. Und da sieht es ebenso wieder relativ ähnlich aus für BRAV 600E. Da sehen Sie, dass bei den Therapie-Naiven es diesmal ein bisschen besser ist, also bei den Patienten, die keine Vortherapie hatten. Da ist das progressionsfreie Überleben jenseits der 10 Monate. Das ist schon ordentlich, das ist schon ganz gut, hatten wir ja vorher bei der Erstlinie schon gesehen. Bei den Vorbehandelten ist es so knapp über 10 Monate, auch das ist sehr gut. Einen statistisch signifikanten Unterschied können Sie hier natürlich nicht erwarten. Mit Exon 14... wenig überraschend. Sie haben ein überragendes progressionsfreies Überleben, wenn es in der Erstlinie eingesetzt wird. Das sind Gefilde, in die die Chemo- oder auch Chemoimmunkombinationen normalerweise nicht hinkommen. Während, wenn Sie es in Zweitlinie oder später geben, bei vorbehandelten Patienten, da rauscht es auf knapp über 5 Monate ab. Das ist immer noch gut, das ist immer noch besser als der Komparator im Chemo-Monoarm, aber es ist natürlich ein deutlicher Unterschied zur Erstlinie.